Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Wie vermeide ich es, dass ein Aquarell zu lieblich wird? Aquarelle sind mit ihrer zarten und spontan flüchtigen Malweise ja manchmal etwas gefährdet, zu lieblich und zu plakativ zu wirken. Im heutigen Video male ich eine Frühlingslandschaft, in der ich versuche, die lieblichen Farben zu vermeiden und eine kräftige Bildaussage zu treffen. Keine Schäfchenwolken und auch die Abmischung der Farben, vor allen Dingen mit den ganz subtilen Grüntönen, geben diesem Bild eine ganz besondere Atmosphäre. Für alle Unterstützer unseres Kanals gibt es wieder die völlig ungekürzte Version des folgenden Videos. Ich teile meine Gedanken im Erarbeiten des Motivs und zeige euch, wie ich von diesem Ausgangsmotiv, das noch relativ nah am ursprünglichen Referenzfoto ist, zu diesem letztendlich gemalten Motiv gekommen bin. Die zweite Übung im ausführlichen Video für alle Unterstützer beschäftigt sich mit dem Mischen der Grüntöne, die im Landschaftsaquarell dann auch vorkommen und die in diesem Fall nur mit einem einzigen fertigen Grün aus dem Kasten und mit der Beimischung ganz verschiedener anderer Farben entstanden sind. Wenn dich das alles auch interessiert, kannst du auf die volle Version und die Übung zugreifen, indem du auch Unterstützer unseres Kanals wirst. Unter dem Video in der Videobeschreibung gibt es einen Link, Steady, deine Unterstützung heißt der. Da kannst du dich durchklicken und schauen, welches der Pakete mit den verschiedenen Möglichkeiten für dich in Frage kommt. Ich freue mich natürlich auch, wenn du hier auf YouTube die kurze und kostenlose Version des Videos anschaust. Jetzt geht's los. Viel Spaß! Beim heutigen Motiv male ich mit folgenden Farben: Lichter Ocker, Cadmiumgelb, Sienna gebrannt, Veridiangrün, Kobalttürkis Light, Neutraltinte und Sienna gebrannt von der Firma Winsor Newton, Ultramarin Feinst von Schminke, Permanent Alizarin Karmesin von der Firma Winsor Newton und ich verwende auch das cadmiumfreie Cadmiumrot. Das liegt jetzt hier nicht, aber ich habe es im Bild für den Himmel verwendet von der Firma Winsor Newton. Und die letzte Tube oben ist das Lavendelblau von Mielo. Ich male auf Baumwollpapier der Firma Arsch. Das Format ist quadratisch, ungefähr 25 x 25 cm groß. Ich male mit meinen eigenen Pinseln, das sind die Pinsel aus meiner Pinselkollektion. Der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, der Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10, der feine Linierer in der Größe 4, der Kunststoffpinsel, ein Rundpinsel zum Spritzen der Wassertröpfchen in der Größe 6 und der Flachpinsel, auch ein synthetischer Pinsel in der Größe 10. Hier seht ihr jetzt schon die Skizze für mein Motiv. Alle Unterstützer unseres Kanals können sich Skizze und Referenzfoto wieder auf unserer Steady-Seite herunterladen. Dort findet ihr auch alle Skizzen, Fotos und Videolinks zu den vergangenen Videos. Es geht jetzt los mit dem Himmel und ich möchte einen etwas dunstigen und nicht wirklich sonnigen Frühlingstag darstellen. Deshalb mische ich mir in die Himmelsfarbe ein wenig Cadmiumrot. Zusammen mit Ultramarinblau ergibt das so ein dunstiges, warmes Violett. Und mit dieser Farbmischung und sehr viel Wasser auch im Pinsel male ich jetzt hier Strich für Strich auf trockenem Papier den Himmel. Solange wie das Papier jetzt noch feucht ist, male ich das entfernte Ufer mit einer Mischung aus Lavendelblau, etwas Neutraltinte und auch ein bisschen Ultramarinblau. Hier auf der linken Seite sollen ein paar Bäume später stehen und deshalb füge ich jetzt hier einen hellen Grünton auch in das noch feuchte Papier ein, gemischt mit Veridiangrün und etwas lichter Ocker.
Mit dem HK-Pinsel glätte ich hier oben die etwas ausgefranste Kante. Und weiter geht es mit dem Wasser, das ich jetzt hier mit Ultramarinblau und etwas Alizarin relativ kräftig male. Eine kleine weiße Trennlinie zu der Uferkante, die ich vorher schon gemalt hatte, bleibt stehen. Und hier vorne kommt jetzt diese Insel in der Flusslandschaft, auf der die Windmühle steht, hinein. Diesen Farbauftrag werde ich später noch einmal übermalen. Da lege ich jetzt nur eine Grundierung aus Lichterocker und Viridiangrün auf die Fläche. Weiter geht es mit der Wasserfarbe, die jetzt hier vor dieser Insel liegt. Und ich verwende jetzt wieder Ultramarinblau, mische aber ein bisschen Kobalt-Türkis Light mit hinein, um die Wasserfarbe jetzt zu variieren. Das ist aber zu grün. Ein bisschen Alizarin hinein. Und weiter geht es jetzt mit der Gestaltung hier der Wiese. Wiese und Buschwerk. Und da möchte ich gern im hinteren Bereich etwas kühlere Grüntöne einsetzen. Das ist jetzt hier Kobalt-Türkis Light, Viridiangrün, etwas Neutraltinte. Und nach vorne hin dann ein wenig wärmer mit Lichterocker in der Mischung. Auch das ist jetzt nur eine Grundierung. Ich möchte diesen Bereich später etwas kräftiger malen und den Weg dabei aussparen, dass der dann nachher heller aussieht hier. Und deshalb werde ich den gesamten Bereich noch einmal übermalen. Das ist jetzt hier eine Mischung aus Viridiangrün und Sienna gebrannt. Etwas Ocker. In die Fläche sprühe ich jetzt mit der Sprühflasche noch kleine Tröpfchen. Und dann kann das Blatt einmal komplett durchtrocknen. Wenn du gerne Landschaftsmotive malst und auch an diesem Motiv hier viel Freude hast, dann ist vielleicht der nächste Livestream ab dem 10-Euro-Paket genau das Richtige für dich. Am 19. Mai 2026 gibt es um 19 Uhr den nächsten Live-Malabend hier auf YouTube. Alle Unterstützer unseres Kanals ab dem 10-Euro-Paket sind herzlich eingeladen, dieses Motiv mit mir zusammen zu malen. Wir werden ungefähr 1,5 bis 2 Stunden gemeinsam malen. Ihr könnt im Chat eure Fragen stellen. Der Abend wird wie immer aufgezeichnet und bei Abschluss eines Unterstützerpaketes kannst du auch auf alle früheren Livestreams zugreifen. Unter dem Video findest du den Link Steady deine Unterstützung und dort kannst du eine Mitgliedschaft abschließen. Ich freue mich schon auf diesen schönen Malabend und jetzt geht's weiter mit unserem Motiv. Mit Lavendelblau und etwas Neutraltinte intensiviere ich jetzt den Farbton hier für die entfernte Uferkante noch einmal und löse den oberen Rand mit Wasser an. Ganz im unteren Bereich kommt ein Strich Neutraltinte und Sienna gebrannt noch hinein, so dass sich jetzt diese Form gut von der darunterliegenden Wasserfläche abgrenzt. Und weiter geht es mit dem Buschwerk auf der kleinen Insel hier. Und hier verwende ich jetzt ganz verschiedene Grüntöne,
gemischt mit Viridiangrün, etwas Neutraltinte, etwas Cadmiumgelb mit drin, um dunkle Formen anzudeuten. Ultramarinblau kann man auch verwenden, um Viridiangrün abzumischen. Ein wenig von dem hellen Farbauftrag kann auch stehen bleiben. Für die Gebüschreihe, die sich hier vorne leicht schräg im Mittelgrund auf diesem Feld langzieht, möchte ich weiche Kanten gleich haben beim Malen und deshalb mache ich diese Fläche jetzt hier vorsichtig ein bisschen nass. Und auch die Fläche hier meines Baumes wird ein bisschen angefeuchtet. Und jetzt geht es hier auch weiter mit verschiedenen Grüntönen in einem relativ dunklen Tonwertbereich. Viridiangrün mit Ultramarin Feinst und Sienna gebrannt gemischt. Und hier im Baum etwas mit lichter Ocker aufgehellt. Hier habe ich jetzt etwas mehr Cadmiumgelb mit in der Mischung. Variation bei Grüntönen ist sehr, sehr wichtig, damit es nicht zu eintönig wird im Bild. Und jetzt werde ich mit überwiegend Ocker und auch ein bisschen von den grünen Resten hier auf meiner Palette den gesamten Bereich hier noch einmal übermalen und dabei die Form für den Weg hier, der in das Motiv hineinführen soll, aussparen. Mit sehr viel Wasser. Und in das Grün kommt jetzt hier für den unteren Bereich auch ein bisschen Cadmiumrot. Eine schöne Möglichkeit, das Grün abzudunkeln und gleichzeitig eine Farbharmonie zum Himmel auch nochmal herzustellen. Etwas dunkler muss es hier im mittleren Bereich noch sein. Ich mische noch einmal Viridian Green mit Ultramarinblau und etwas Alizarin für ein wirklich dunkles, relativ kühles Grün. Und nehme auch ein bisschen Neutraltinte mit hinein. Und gestalte mit einigen abstrakten dunklen Formen hier die Fläche im Vordergrund noch einmal ein bisschen aus. Und hier können wir jetzt natürlich auch noch kleine Tröpfchenformen mit dem Kunststoffpinsel hineinsprühen für eine belebte Frühlingswiese.
Hier in diesem Bereich muss es noch ein bisschen dunkler an den Weg dran. Ein paar Ritze mit dem Fingernagel gibt noch ein bisschen Leichtigkeit hier in diesem mittleren Bereich. Hier ist es für mich wichtig, dass die kleinen Formen wirklich interessant gestaltet sind, um das Auge des Betrachters jetzt hier wirklich hochzuleiten zu der Windmühle und ja, dass man hier im mittleren Bereich ein bisschen was fürs Auge auch finden kann. Jetzt male ich die Baumstämme hier auf der linken Seite mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Und feine Äste deute ich jetzt hier mit dem Linierer und auch ein bisschen mehr Blau in der Mischung noch an. Jetzt fehlt noch die Windmühle als kleiner Höhepunkt hier in meiner Landschaftsszenerie. Und hier werde ich jetzt zunächst mal das Dach relativ dunkel malen mit Sienna gebrannt und Ultramarin feinst. Und die schattige Seite auf der rechten Seite auch mit einer etwas helleren Version der Mischung. Und die Windmühlenflügel male ich mit Ultramarinblau und ein bisschen Sienna gebrannt. Nicht zu dunkel. Mit Ocker direkt aus der Tube deute ich hier noch ein Hausdach an. Gebe ein bisschen gelben Akzent hier in die Stelle des Bildfokus hinein. Der Himmel ist mir noch ein bisschen zu hell und da werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde mit klarem Wasser und im Anschluss auch mit ein bisschen von der Himmelsfarbmischung diese Fläche vor allen Dingen auch etwas variieren. Ich fange an mit einem Strich klarem Wasser hier und gebe jetzt etwas Rot mit Ultramarinblau gemischt hier hinein und im Verlauf der Farbfläche hier wird jetzt die Farbe etwas intensiver. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Und es funktioniert für mich etwas besser, denn das Leuchten zentriert sich jetzt hier im Bereich des Bildfokus. Eine kleine Spiegelungsform möchte ich noch malen unter diese Insel, die sich hier im Mittelgrund befindet. Und ich mische mir Viridian Grün mit Neutraltinte und setze hier auf dieses ohnehin etwas zu leuchtende Blau noch einmal diese dunkle Farbe und löse ein bisschen mit Wasser an. Und außerdem hole ich aus der Fläche hier hinten, aus der Wasserfläche noch einmal etwas Farbe heraus. Hier kann es meiner Meinung nach ein bisschen heller sein. Da war ich vorhin etwas zu kräftig mit meinem Farbauftrag. Eine kleine Korrektur hier noch an der Windmühle
und vielleicht auch hier oben an der Dachkante über dem Schatten. Und hier können wir noch eine hellere Form auswaschen. Der andere Flügel ist ja dahinter. Aber so ist jetzt durch diese kleinen Details der Fokus noch besser lesbar. Das war mein Frühlingsmotiv für heute. Es ist eine frische und etwas dunstige, aber wie ich finde doch recht saftige Frühlingsstimmung. Und ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuschauen. Ich bedanke mich dafür. Vielleicht probierst du es aus, das würde mich freuen. In jedem Fall wünsche ich dir viel, viel Spaß dabei. Und wenn du magst, sehen wir uns hier wieder in 14 Tagen mit einem neuen Video zum Thema Aquarellmalerei. Tschüss, bis dahin.